Europäischer Abend am ZEW Mannheim. Auf großes Interesse stößt die Veranstaltung, die im Zeichen der Zukunft der EU steht. Wohin führt ihr Weg in Zeiten des Brexit, des zunehmenden Populismus und der bisweilen schwierigen Integrationsprozesse? Vor welchen Aufgaben stehen die neu gebildete EU-Kommission und das Europäische Parlament? Oder ganz einfach, wie kann Europa erreichen, wieder von mehr Menschen akzeptiert zu werden? Nicht mit schönen Überschriften, sagt Professor Heinemann vom ZEW. Auf ein Wort gebracht, die Europäische Union müsste eigentlich das tun, was einen europäischen Mehrwert schafft. Also es müsste zu einer viel vernünftigeren Aufgabenteilung zwischen europäischer Ebene und Mitgliedstaat kommen. Und Europa soll eigentlich das tun, was es besser tun kann als die Mitgliedstaaten. Und da ist heute einiges noch im Argen. Wichtige Aufgaben sind auf europäischer Ebene total unterentwickelt. Wenn ich an Verteidigungspolitik, Migrationssteuerung, Klimapolitik denke, da tummeln sich die Nationalstaaten und können die Probleme gar nicht lösen. Das ist natürlich bis heute keine überzeugende Antwort auf die europäischen Herausforderungen. Mit diesen Themen in Brüssel längst etabliert, lädt das ZEW auch in Mannheim immer wieder ein zu topaktuellen Themen. Der Ansatz, internationale wissenschaftliche Forschung mit konkretem Landesbezug zu verbinden, kommt an. Nach der Begrüßung durch den kaufmännischen Direktor Thomas Kohl betont Friedrich Heinemann, welche Bedeutung ein offener, funktionierender Binnenmarkt für die Mitgliedstaaten und seine Bevölkerung hat. Und wie wichtig es ist, dass Wirtschaft, Wissenschaft und Politik belastbare Daten erarbeiten über das Projekt Europa, das überall in der Gemeinschaft täglich stattfindet und auch an Rhein und Neckar eine Zukunft mit Perspektiven haben möchte. Das ZEW spielt dabei eine wichtige Rolle. Ja, die Daten und Analysen, die die ZEW hier sammelt und erzeugt, die sind natürlich extrem wichtig für Entscheidungsträger auf allen politischen Ebenen, sei das nun die Europa- oder national oder eben auch regional. Ich bin ja Mitglied im Vorstand der Metropolregion Rhein-Neckar und auch wir greifen darauf zurück, sei es nun zum Thema Innovationspolitik, Digitalisierung. Da sind diese Informationen, Recherchen und Analysen extrem wichtig. Guido Wolf, Justiz- und Europaminister von Baden-Württemberg, skizziert das Leitbild des Landes, das mit Hilfe des ZEW erarbeitet wurde. Europa, nicht nur die neue EU-Kommission mit Ursula von der Leyen an der Spitze oder das Parlament in Straßburg, stehe vor großen Aufgaben, die allerdings nur gemeinschaftlich gelöst werden könnten. Mit Menschen, die sich für Europa begeistern, statt immer nur in Krisenbildern zu versinken, die die Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit kennen und die den populistischen Fliehkräften mit den Werten der Gemeinschaft entgegentreten. Die Frage des Klimawandels braucht eine europäische Antwort, braucht eine europäische Solidarität. Der Umgang mit Flüchtlingsströmen, nämlich die Verteilung von Flüchtlingen in Europa, ist ein bislang ungelöstes Problem. Da braucht es europäische Antworten. Wir brauchen einen mehrjährigen Finanzrahmen, um verlässliche Europapolitik auch in den kommenden Jahren betreiben zu können. Und da will Baden-Württemberg selbstbewusst auch seine Stimme erheben und sich einbringen. Was auch auf dem Podium zur Sprache kommt. Die von der FAZ-Journalistin Heike Göbel moderierte Runde diskutiert lebhaft. Neben Minister Guido Wolf und Professor Friedrich Heinemann bringen Thomas König, Professor für politische Wissenschaft an der Universität Mannheim, Joachim Menze, Leiter der Regionalvertretung der Europäischen Kommission in München, und die ZEW-Wissenschaftlerin Annika Havlik ihre Sicht der Dinge ein. Hintergründig, kenntnisreich und auch um kontroverse Aspekte nicht verlegen. Die Menschen für Europa zu begeistern, heißt, sie mit europäischen Themen überhaupt zu konfrontieren. Das ist heute Abend passiert, auch in einem interdisziplinären Austausch, wo es darum ging, auch unterschiedliche Interessen zusammenzuführen. Ein solcher Abend ist wichtig, um Europa in das Bewusstsein der Menschen zu bringen, um die Besucherinnen und Besucher zu Botschafterinnen und Botschafter für Europa zu machen. Wir müssen wieder lernen, für Europa zu brennen. Der Förderkreis Wissenschaft und Praxis am ZEW, vertreten durch Claudia Diem von der Baden-Württembergischen Bank, ist an diesem Abend maßgeblich beteiligt. Rund 150 Mitglieder hat dieser Kreis. Auch das ein echter, konkreter Mehrwert für Europa.